In dieser Folge. Hast du denn noch irgendeine Erinnerung an ein Lieblingsmitglied der Community? Schisma, der sehr gute Bilder von den Raumschiffen gezeichnet hat. Mir ist BP aus der englischen Memory Alpha sehr in Erinnerung. Ja, du hast gesagt, du hast vor 20 Jahren den Antrag gestellt. Warum wolltest du das auf Deutsch bearbeiten? Ja, das Problem mit der deutschen Memory Alpha heutzutage ist ja, dass sich das gesplittet hat in zwei verschiedene Memory Alphas. Also das eine auf Fandom und das andere ist die, ich glaube, es heißt Neo Memory Alpha oder Nova. Memory Alpha Nova. Das hat sich damals aus der Kontroverse entschieden, dass die Benutzer und Administratoren der deutschen Memory Alpha sich zusammengefunden haben und insgesamt sehr unglücklich waren mit der Lage. Fandom hat neue Funktionen hinzugebracht, die keiner gewollt hat. Fandom hat angefangen, größere und intrusivere, also einbrechende Werbung zu zeigen. Und da hat sich die Community entzweit. So, die eine ist in irgendeiner Form noch bei Fandom geblieben, die andere hat ein neues Projekt aufgesetzt parallel. Und ja, das ist tatsächlich schade. Und das ist mir erst dieses Jahr aufgefallen, als ich die Idee hatte für dieses Podcast-Format und als ich die Idee hatte, Dan und Harry zu kontaktieren. Vorher ist mir das nie bewusst geworden. Und dann ist mir auch bewusst geworden, dass die Webseite bzw. die Domain, die wir mal hatten, www.memory-alpha.org, heutzutage gar nicht mehr wirklich verwendet wird. Das ist nur noch ein Redirect und heutzutage findet alles nur noch auf fandom.com statt. Persönlich muss ich sagen, finde ich es schade, aber genau wie Star Trek sich immer verändert hat, wenn man TOS vergleicht mit Star Trek Picard, ist es deutlich anders, aber im Kern noch das Gleiche. Muss ich dann auch erstmal wertfrei anerkennen, dass Memory Alpha sich sehr verändert hat, aber im Kern das Gleiche ist. Und insofern möchte ich ja auch nicht sagen, das ist schlecht oder gut. Ich kann anerkennen, dass sich Fandom, Wikia, Wikicities auf jeden Fall um Memory Alpha gekümmert hat in den letzten Jahren. Die haben den Betrieb aufrechterhalten. Und auf der anderen Seite finde ich schade, dass die Community sich so entzweit hat. Und das Fandom da auch nicht wirklich kollegial eingegriffen hat und da in irgendeiner Form versucht hat, einen Kompromiss zu schaffen. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Ja, also ich kann mich auch erinnern, das war eine der letzten Aktionen, wo ich dann gesagt habe, okay, gut, die Zeit von mir auf Memory Alpha ist vorbei. Als es um diese Kanon-Debatten ging mit dem Picard Family Album, wo man jetzt Zugriff hatte auf die detailaufgelösten Bilder. Dadurch, dass es halt da diese Auktionen gab, es sind Diskussionen losgebrochen worden. Kann man das jetzt schreiben? Dann sind halt LKs, wo irgendwelche Shift-Registries im Hintergrund standen, auch angezweifelt worden. Da gab es dann auch schon die ersten Brüche und für mich war dann halt auch da an der Stelle ein Bruch. Ich habe gerade ganz andere Sorgen in meinem Leben, als hier über Hintergrundinformationen zu reden. Es war okay, all die Jahre. Warum wird das jetzt gerade angezweifelt? Es ist doch gut, dass wir diesen Hintergrund und diese Übersicht haben und das muss doch nicht gelöscht werden oder auf unbekannte Raumschiffe so und so verschoben werden. Lass es doch einfach stehen. Und ja, dieser komplette Bruch mit den jetzt divergierenden Datenbanken ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Klasse. Ja, bei dem Bruch ist nicht nur eine Zweiteilung passiert, sondern, wie soll ich das erklären, auch eine Dreiteilung. Das heißt, der dritte Teil ist einfach nicht mehr wiedergekommen. Die Leute sind jetzt nicht mehr aktiv. Das heißt, ein Drittel ist bei Fandom, ein Drittel ist independent, selbstständig. Und das dritte Drittel ist halt irgendwie total von Star Trek beziehungsweise Memory Alpha hat sich abgewandt. Das ist wirklich traurig. Aber generell habe ich ja auch gesehen, ich habe versucht im Vorfeld ein bisschen die Statistik durchzuarbeiten und ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe, aber auf jeden Fall habe ich gesehen, dass die Anzahl der aktiven Benutzer im Englischen und im Deutschen sehr lange konstant auf einem Level war und dann langsam runtergegangen ist, aber trotzdem die Anzahl der Artikel immer weiter hochgeht, zumindest bei der englischen Memory Alpha. Bei der deutschen Memory Alpha ist es ein bisschen langsamer geworden. Was mich zu der Vermutung treibt, dass es mehr Leute gibt, die aktive
überarbeiten, aber weniger Masse ist, wo jeder weniger arbeitet, wenn ich das jetzt richtig ausgedrückt habe. Das heißt, wenige Leute machen mehr Arbeit als die ganze Masse, die halt gleichmäßig gesehen jeder für sich weniger Arbeit macht. Ja, es verbreitet nicht mehr auf mehrere Schultern die Last, möchtest du sagen. Richtig, genau. Ja. Und dann sind dann halt die Leute, die richtig Hardcore-Fans sind, die jetzt die ganzen Seiten machen für die neuen Episoden, für die neuen Serien, die jetzt kommen. Und ich bin mir nicht sicher, das habe ich nicht analysiert, ich glaube, das ist auch deckungsgleich mit dem, was bei Wikipedia angeht. Bei Wikipedia gibt's genauso die Diskussion um die Benutzer. Bei der Wikipedia, die hat sich ja in den letzten Jahren auch einige Diskussionen gefallen lassen müssen, was jetzt die Diversität der Leute angeht, ob die weibliche Sicht immer gleichberechtigt dargestellt wird zum Beispiel. Es gibt Mobbing-Vorwürfe oder sonstige Sachen. Also bei so einem, ich sag mal, Community-Gemeinschaftsprojekt gibt's immer Sachen, die in irgendeiner Form eine soziale Kompetenz haben. Und da kann es natürlich zu Reibereien kommen. Also insofern. Ich fand Memory Alpha immer eine sehr nette Community, aber ehrlich gesagt, ich war ja auch nur am Anfang dabei. Kannst du dich erinnern, warst du jetzt 2, 3, 4 Jahre aktiv oder wie lange, was hast du im Kopf? Also ich habe es tatsächlich anders eingeschätzt, dass ich erst 2009 komplett verlassen habe, aber es war schon 2007. Also ich war dann von 2003 bis 2007 dort aktiv. Das ist ziemlich deckungsgleich mit der Zeit, wo ich dann eine neue Wohnung gesucht hatte und dann auch mein Leben sich komplett gewandelt hatte. 2009 weiß ich nochmal, da war es sehr aktiv, als der neue Star Trek Film dort rauskam. Ich weiß nicht, ob ich da editiert habe. Ich habe es auch auf jeden Fall gemieden, irgendwie mich von diesem Film spoilern zu lassen. Da weiß ich noch, als Nemesis rausgekommen ist, ich habe es wunderbar geschafft, mich vor Spoilern zurückzuhalten. Saß mit meinem besten Kumpel im Kinosaal und gerade als das Licht ausgeht, drehte er sich um, Achtung Spoiler, und sagte, ich finde es ziemlich doof, dass Data in dieser Episode stirbt. Oh nein! Ja. Und diesen Eindruck, den wollte ich dann halt auch einfach in aller Zukunft vermeiden und habe das dann halt auch mich selbst davor geschützt. Ja? Also es war irgendwie so... es ist halt eine Quelle, es kann halt einfach passieren. Man arbeitet irgendwie sowieso immer Recent Changes dort. Es wäre zu dramatisch gewesen und das wollte ich vermeiden. Ja, ich habe diese Scavenger Hunt, die sie damals zur Einführung gemacht haben, mitgemacht. Also nicht Erklär mir mehr darüber. Die hatten ein aktives Mitmachspiel. Die hatten irgendwie in verschiedenen Städten Clubs so Events veranstaltet mit Star Trek 7 zum Einloggen und zum Start. Und irgendwann haben die Leute festgestellt, hey, da hängen so QR-Codes. Und haben die dann abgescannt und dann ist man so auf ganz kryptische Nachrichten gegangen und dann hatte sich das halt verselbstständigt, dann wurde es klar, aha, auch hier ich glaube in Berlin, London und 2 amerikanischen Städten hatten die das aufgezogen, dass man dann so versteckte Nachrichten finden konnte. Aber das war so. Und die hast du dann auch gesucht und gefunden? Nein, es wurde meistens immer vorher gelöst. Okay. Berlin war meilenweit entfernt. Okay. Ja, ich war nicht da so, aber es war halt eine andere Erfahrung. Ja, und ich glaube, da habe ich auch noch mal ein paar Sachen mal versucht, auf Memory Alpha zu finden. 2009 war dann eigentlich komplett, habe ich nochmal wieder eine Wohnung gewechselt und dann ist sogar die Kiste bei dem Umzug verschoben worden. Die Kiste mit den Büchern oder welche Kiste? Die Kiste mit den Büchern ist dann gepackt worden und nie wieder ausgepackt worden. Ich muss auch noch die Kiste mit den Büchern überhaupt finden, wo die Bücher sind. Ich bin mir relativ sicher, dass meine Bücher irgendwo in einer Umzugskiste stehen, aber möglicherweise habe ich da auch noch weitere Sachen drauf gestapelt, dass ich die dann nicht auf den ersten Blick gesehen habe. Ich glaube, ich bin bei Memory Alpha ausgestiegen ein Jahr vor dir. Möglicherweise ungefähr 2006.
Oder auf jeden Fall ein paar Monate, bevor du gegangen bist. Also es steht jetzt nicht im Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass wir uns abgesprochen haben, aber ich kann mich erinnern, dass du noch aktiv warst, als ich dann irgendwann leise durch die Hintertür gegangen bin. Also es war auch nichts, was ich in irgendeiner Form geplant habe. Es ist einfach so passiert. Ne? Und wenn, hast du ja auch schon gesagt, etwas im Leben passiert, man zieht um oder so, dann ändert sich der Fokus und dann muss man auch schauen, wie man so mit seiner Freizeit umgeht, ja. Nichtsdestotrotz habe ich Memory Alpha auch weiterhin aktiv noch verfolgt, das heißt ab und zu mal drauf geguckt und mich auch um neue Themen dann interessiert, wenn es einen neuen Film gibt oder eine neue Serie. Aber das hat dann auch irgendwann nachgelassen. Also die Discovery-Serie auf Netflix, die erste Staffel habe ich sehr interessiert geguckt, die zweite, da habe ich mich dann ein bisschen zu motiviert und die dritte habe ich eigentlich dann nur zum Abschluss geguckt, um das mal so zu sagen. Die Serie finde ich recht gut. Sie macht vieles neu, einiges anders. Um mal zu sagen, auch die Klingonen zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch etwas, was bei mir erstmal so ein bisschen sacken musste. Auch vor dem Hintergrund, dass ich eine Klingonenmaske habe. Ich habe so eine Latex-Klingonenmaske und habe die einmal beim Karneval aufgezogen, bis mir eine etwas ältere Frau gesagt hat, das wäre nicht karnevalistisch. Also diese Maske ist nicht lustig und das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen und diese Maske danach nie wieder getragen. Du hast dich aber noch nie verkleidet als Spock oder als Andorianer. Doch, du hattest gesagt, du hast ein Bild von dir. Nein, das war eine Zeichnung. Also okay. ich habe mich als Tassandorianer halt gezeichnet. Und das hatte ich als Avatar benutzt für andere Communities. Du hast keine Uniform, du hast dich nie geschminkt, du hast keine Spock-Ohren. Nein, ich habe keine Spock-Ohren, aber ich habe eine Bajoraner-Nase und da habe ich einmal hier mit den Klassenkameraden hatten wir einmal zum Fasching alle uns Uniformen besorgt und dann gab es da auch einen Star Trek-themed Geburtstag. Ja doch, das gab es. Nee, das gab's. Aber ansonsten, ich war nie auf irgendwelchen Conventions oder so. Ich hatte allerdings das Vergnügen, dass hier in Bremen der sogenannte Space Park errichtet worden ist. Das war damals 2004. Es gibt bestimmt einen Memory Alpha Artikel dazu. Da lief dann halt hier für Europa einmalig die Star Trek Experience, die sie in Las Vegas hatten. Das war hier und da war ich drin und bin zusammen mit dieser interaktiven Show, wo man assimiliert worden ist, da durch einen Kinosaal gejagt worden. Das war eine Erfahrung, aber ansonsten... Also um das jetzt mal so auszudrücken, die trackigste Erfahrung, nicht die dreckigste, sondern die trackigste Erfahrung, die ich gemacht habe, war zum Zeit, als es Star Trek Treffende Generation gab, das heißt der 7. Star Trek Film. Da war ich im Kino und wir hatten eine komplette Star Trek Nacht und da hatten wir alle Filme hintereinander geguckt. Ich glaube, es ging 12 oder 13 Stunden ungefähr. Und da kamen auch Leute in Uniform und Leute, die sich geschminkt haben und halt die ganzen Cosplayer. Das hatte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht angetan. Was ich mir angetan hatte, ist ordentlich... ich weiß nicht, ob man den Namen hier nennen darf. Wir sind ja nicht gesponsert, aber es ist eine koffeinhaltige Limonade mit einem Stier drauf. Und da hatte ich einige Dosen dabei und ich hatte mir dann eine Dose nach der nächsten da reingeschüttet. Und nachdem diese Star Trek Nacht dann vorüber war, ich hatte das Gefühl, ich schwitze es aus. Ich habe das überall gerochen, das war so ekelhaft. Und versuchte dann zu Hause in den Schlaf zu kommen, aber ich war todmüde und ich konnte nicht schlafen. Das war ein sehr seltsames Gefühl. Ich glaube, ich mache das nie wieder. Ja. Wusstest du, dass es auch einen Energy Drink Warp 9 gab, hieß er, der auch versucht worden ist, am Markt zu platzieren und glaube nicht so richtig abgehoben ist? Ja.
Hast du denn noch irgendeine Erinnerung an ein Lieblingsmitglied der Community, irgendein Archivist, der dir namentlich oder sonst irgendwie hervorragend im Gedächtnis geblieben ist? Also ich habe tatsächlich hier nebenbei so ein bisschen gebrowst und habe da auch beobachtet, da sind so ein paar Namen wieder aufgetaucht. Also ich weiß, es war, glaube ich, Schisma, der sehr gute Bilder von den Raumschiffen gezeichnet hat. Mir ist BP aus der englischen Memory Alpha sehr in Erinnerung, der sich darum gekümmert hat, dass diese ganzen Episodenlisten aufklappbar wurden. Das war eine sehr gute Sache. Ich glaube, später hat er es sogar so gemacht, dass man mit den Links, die wir als Quellenangaben immer hinter die Artikel geschrieben haben, dass die auch systematisch wurden. Ich glaube, dann konnte man Episodennamen eingeben oder Episodennummern eingeben und dann wurde der Name angezeigt. Ich weiß es nicht mehr. Also da hat er ziemlich viel gescriptet. Ja, das ist so das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, aber wir beide, also jeder von uns hat ungefähr so 8.000 bis 9.000 Bearbeitungen in Memory Alpha, also zumindest in der deutschen Memory Alpha gehabt. Es gibt Leute, die haben deutlich mehr gemacht. Ich habe jetzt gerade den Benutzer Tobi72 auf dem Bildschirm, der hat 42.472 Bearbeitungen gemacht. Das ist enorm. So, und der war auch seit der Anfangszeit dabei. Bis quasi kürzlich, ungefähr vor einem Jahr, hat er die letzte Bearbeitung gemacht. Den Tobi72 wollte ich auch ausfindig machen. Ich war die ganze Zeit in der Recherche. Ich habe mir die Idee zu diesem Podcast irgendwann im Januar 2023 ausgedacht. Bin dann in die Kontaktaufnahme gegangen mit den einzelnen Leuten und habe die dann angesprochen. Und den Tobi72, alle Spuren, die zu ihm führen, sind im Sande verlaufen, haben sich geändert. Und ja, das ist ein bisschen traurig. Mit den Leuten würde ich auch ganz gerne mal reden. Mhm. Und ich hatte auch den Kontakt zu einigen anderen Memory Alpha Administratoren aus der deutschen Version. Falls das jemand sieht und sich gerne mit uns darüber unterhalten möchte, kommentiert unten rein und nutzt die Möglichkeiten, und mit uns in Kontakt zu kommen, und wir nehmen dann Kontakt mit euch auf. Ja, ich sehe hier auch gerade bei DevChris 14.500 Bearbeitungen. Das sind ganz andere Maßstäbe als wir haben. Zumal bei mir kommen sogar ja auch noch diese ganzen Interwiki-Links da drin, die auch als Bearbeitung zählen, aber ja keinen großen Inhalt halt geleistet haben. Mhm. Ja, es gibt sehr viele Benutzer. Also ich habe jetzt Tobi72 nur rausgegriffen, weil er mir auch auf Wikipedia begegnet ist und auch auf Wikipedia aktiv war. Und ich schaue jetzt gerade in die Bearbeitungshistorie von Tobi rein, und der hat regelmäßig irgendwie 100 Bytes, 400 Bytes, 1000, 2000 Bytes, also Zeichen, hinzugefügt in die Artikel. Der hat also wirklich gut dafür gesorgt, dass die Artikel aufgebaut und erweitert werden. Er ist aber nur einer von den vielen, die bei Memory Alpha gearbeitet haben, und nicht nur in der deutschen, auch in der englischen, in der spanischen, holländischen, französischen. Du sagst, es gibt noch eine schwedische Version. Hast du überhaupt im Blick, wie viele Sprachen es aktuell gibt gerade? Oh, das ist zum Glück auf der Hauptseite verlinkt. Ich habe es vorher nochmal gecheckt. Es gibt die englische Variante, mit der ist es ja gestartet. Dann gibt's die holländische Variante. Ich glaube, das war als zweites. Es gab dann Schwedisch, Französisch. Wir haben eine große spanische existierende Datenbank integriert. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Memory Alpha von den Benutzern lebt, von den Leuten, die mitmachen, die erweitern, die sich ihre eigene Freizeit opfern und ihr eigenes Hobby damit gesucht und gefunden haben, Star Trek zu kommunizieren mit anderen Leuten in der Gemeinschaft und diese Enzyklopädie mit aufzubauen und den Leuten zu geben. Ich hätte es selber nicht gedacht, dass ich etwas starte vor 20 Jahren, was so lange läuft, aber ehrlich gesagt, ich habe ja auch nur die deutsche Version gestartet, und nachdem wir jetzt mit Dan und Harry gesprochen haben, die hätten sich das auch nicht denken lassen, dass diese Memory Alpha 20 Jahre lang läuft und tatsächlich diese Relevanz hat, weil wir dürfen nicht vergessen,
Star Trek wird immer größer und umfangreicher. Wie viele Serien, wie viele Filme haben wir jetzt? Ich glaube, um den Daumen 1 Dutzend Serien und 13 Filme. Irgendjemand muss das Ganze ja auch mit dem Zusammenhang im Kopf behalten. Und da hat sich Memory Alpha jetzt halt einfach hingestellt, auch als Kollaborationsmittel, dass jeder was dazu bringt aus der Serie, aus der Episode, aus dem Film, den er am liebsten mag. Die Leute, die es angeht, ja auch im Writers Room, können das als Inspiration, als Quelle nehmen, um daraus dann neue Geschichten zu machen. Ja, du hast gesagt, du hast vor 20 Jahren den Antrag gestellt. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was war dein Hintergrund? Also warum wolltest du das auf Deutsch bearbeiten? Ich glaube, du deutest darauf an, was wir im Vorgespräch schon gesagt haben. Und zwar war ich durch die Star Trek Enzyklopädie, das gedruckte Buch, was ich dann irgendwann mal in einem Comicladen erworben habe, da drauf gekommen, das selber mal irgendwie interaktiv zu machen. Und zwar gab es damals auf meinem Amiga 500 irgendwann ein Betriebssystem-Update, wodurch Hilfeseiten ermöglicht wurden mit Hyperlinks. Und in diesem Amiga-Help-Format habe ich dann diese Enzyklopädie umgesetzt, einzelne Artikel geschrieben und dann verlinkt. Also was weiß ich, von der NCC 1701 kommt man dann zu Enterprise und von da zu PK etc. pp. Das hatte ich auf meinen kleinen Disketten auf dem Amiga gemacht. Das war in den 90ern so. Und diese Idee ist in irgendeiner Form in meinem Hinterkopf geblieben. Bin dann über Wikipedia darauf gekommen, dass es Memory Alpha gibt. So, und dann bin ich zu Memory Alpha gekommen, habe mich dann durch die englischen Artikel gelesen, habe gesehen, das sieht ja mal ganz nett aus. Auf der Startseite stand, sei mutig und bearbeite. Ich war mutig und habe bearbeitet und dann war dann auch ein kleiner Knopf da und da steht, starte deine eigene Sprache. Und weil das nur irgendwie 2 Sprachen waren zu der Zeit, ich glaube Englisch und Holländisch, habe ich dann eine Diskussionsseite gefunden, wo ich dann einen Kommentar hinterlassen habe. Guten Tag, ich würde gerne die deutsche Seite starten. Und ja, wenige Tage später, Dan hatte mich kontaktiert, hatte ich da ein leeres Wiki auf einmal vor mir. Das kannst du dir vorstellen, weiße Seite, schwarzer Text und den Rest mache ich selber. Und ja, dann habe ich die ersten 14 Tage damit angefangen, erstmal das ganze Grundgerüst zu bauen, habe ich ja gerade gesagt. Aber die ursprüngliche Idee bei Memory Alpha, das zu starten, kommt halt aus dem Hintergrund, dass ich auch schon weitaus früher, fast 10 Jahre vorher, versucht habe, mein eigenes Memory Alpha auf meiner eigenen Festplatte zu bauen, was natürlich nicht geht. Weil, dürfen nicht vergessen, der Amiga hat viel zu wenig Speicher. Erstens auf der Diskette und zweitens im Arbeitsspeicher, um das Ganze in irgendeiner Form abzubilden. Festplatten waren illusorisch zu der Zeit. Ja, und da hatte ich dann Spaß dran, mich im Memory Alpha auszutoben. Und viel zu viel Zeit da drin investiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war tatsächlich das Erste, was ich in irgendeiner Form morgens mir angeguckt habe, ist die Recent Changes, die letzten Änderungen, um nochmal drüber zu gucken, ob da irgendjemand Blödsinn gemacht hat, weil natürlich gab es ja auch Vandalismus, das heißt anonyme Benutzer, die irgendeinen Blödsinn da reinschreiben oder die Wiki-Seiten als Werbeplattform verwenden. Ja, und dann habe ich in die Recent Changes geguckt, meine Artikel, die ich gerade erweitern wollte, weitergetippt. Und abends, das Letzte, was ich dann gemacht habe, ist dann irgendwie noch die Seite zu erweitern und zu speichern und dann ins Bett zu gehen und dann nächsten Morgen wieder das Gleiche. Es war eine verrückte Zeit, das könnte ich heute nicht mehr. Also wir waren ja alle 20 Jahre jünger damals, auch du. Genau, und das Wissen musste irgendwo raus. Es ist die ganzen Bleistiftnotizen in der Enzyklopädie waren halt nur für einen selber. All die Fehler, die man gefunden hatte. Ja. Kennst du den Ralf Sander? Ich kannte das Buch, aber ich habe es halt nie selbst besessen. Ja, das habe ich auch verschlungen und da ist sehr viel von meinem Wissen aus den Büchern halt auch in dieses Memory Alpha geflossen. Aber ja, das musste irgendwo raus, da hast du recht. Und du bist auch über Wikipedia zu Memory Alpha gekommen, aber du hattest nie versucht, wirklich eine eigene Memory Alpha aufzubauen. Du warst noch nie so mutig und verrückt, das selber zu machen. Ja, ich bin über eins von den Bulletin Boards auf Memory Alpha aufmerksam geworden, nicht über Wikipedia. Und
Ich glaube, bei mir war es eine Chronologie, die ich versucht habe zu bauen. Oh, auch interessant. Ja, also ich habe halt dort gesehen, okay, da gibt es irgendwie diese ganzen Zusammenhänge. Und das waren auch irgendwie Textdateien und ja, es waren auch irgendwann dann mal HTML-Dateien, die daraus entstanden sind, aber es war halt nicht, nichts Nachhaltiges. Ja. Das ist ja auch der Vorteil, wenn man bei Memory Alpha mit vielen Leuten zusammenarbeitet. Man teilt sich die Arbeit halt auf. Genau, ja. Und wenn du sagst, du hast an einer Chronologie gearbeitet, gibt es da irgendwie eine Lieblingszeitphase, Zeitachse, die dich da interessiert hat? War das TOS, TNG, die Zukunft, die Vergangenheit? Ich habe tatsächlich aus dem 21. Jahrhundert versucht, Sinn zu machen und dann auch so mit Hintergrundinformationen aus verschiedenen Büchern die Lücken zu füllen. Aber ich bin dann auch auf eine unglaublich detaillierte Chronologie irgendwann gestoßen. Also habe dann auch feststellen müssen, okay, das ist schon da, das brauchst du nicht. Ja, das war so das. Wir müssen dringend über Bücher reden mit jemandem, der sich damit auskennt. Ja. Ich glaube, Genau. wir sollten auf jeden Fall nochmal eine deutsche Episode oder eine englische Episode machen mit Fachleuten, die sich damit auskennen. Wir könnten klassische Bücher reviewen. Ja, Was sind klassische Bücher für dich? Naja, also dass wir halt hier irgendwie so ein Dingsbums, du hast deinen Sander, ich habe diese hier, dass wir, das müssen ja keine großen Sachen. Also was ich auch sehe, wir könnten das einfach darauf abzielen, ein Buch 15 Minuten vorstellen oder so. Mhm. Ja, so ein Hintergrundbuch, was ist da bemerkenswert, was wusste man bis dahin nicht. Ich käme ein paar Episoden weit, wenn ich die Kiste ansehe. Und es gibt noch 2 weitere Kisten mit Taschenbüchern, Novels. Die müsste ich allerdings dann, glaube ich, erstmal wieder lesen. Also die Hintergrundbücher sind mir hier bekannt. Denn du hast vollkommen recht. Also es gibt viel Hintergrundmaterial. Also das berühmteste ist natürlich hier die Enzyklopädie. Die Enzyklopädie selbst, ich muss mal kurz aus dem Bild springen. Die Enzyklopädie selbst, die basiert natürlich auf der Concordance von B.J. Trimble. Da gibt es noch weitere Sachen. Also es war eine Zeit lang, wurde zur Zeit, als die Filme gedreht worden sind, war die Star Trek Lizenz ja bei einem Spielehersteller, Faser. Auch die haben ein komplettes Universum daraus generiert und sich dann auch ihre eigene Chronologie erstellt. Ja, also da ist schon einiges, man könnte das mal den neuen Generationen nahelegen, insbesondere für diejenigen, die gerade Star Trek über die neuen Serien entdecken. Es läuft schon ein Weilchen, ja. Also jede Generation hat ihr eigenes Star Trek. Für uns beide ist das sicherlich die TNG, die Next Generation und DS9 Zeit gewesen, die am einflussreichsten war. Aber auch die halt hatte eine Zwischenperiode, wo es nur die Filme gab und die Leute sich dann halt mit Hintergrundinformationen oder mit vergleichbaren Büchern halt ihre neuen Reisen halt erleben durften. Ich sehe schon, ursprünglich hatte ich geplant, 1, 2, vielleicht 3 Episoden zu machen, aber je mehr wir darüber sprechen, desto tiefer sehen wir, dass das Thema läuft und desto mehr Potenzial sehen wir in der ganzen Geschichte. Und können das auch weiter mit Memory Alpha verknüpfen, weil die ganzen Sachen, die wir jetzt besprechen, stehen natürlich auch auf Memory Alpha in irgendeiner Form. Ich habe da auch Rezensionen, nennst du das. Ich habe da Artikel über die Bücher geschrieben, die ich gelesen habe, was da drin steht, wie viele Seiten, welche ISBN-Nummer etc. pp. Und das würde mich wirklich freuen, wenn wir da weitere Episoden drüber machen. Und möchte zum Abschluss noch fragen, Jan, hast du noch ein Thema?
Nein, mir ist sogar gerade eingefallen, wir haben diesmal keine Warm-up-Fragen gemacht, aber das können wir ja dann bei der Episode mit Jörg machen. Das machen wir auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, wir haben hier wieder genug auf dem Wecker. Auf jeden Fall haben wir genug auf dem Wecker und dann sage ich erstmal, lebe lange und in Frieden, Jan, und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir den Jubiläums-Podcast für Memory Alpha auf Deutsch oder auf Englisch aufnehmen. Genau, ja. Florian, dir noch einen schönen Resttag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, Jan. Bye.